Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Mich verwirrt gerade die Anzeige hier total, weil ich immer denke, oh Gott, ich habe nur noch 2 Hitpoints und einen Moralpunkt, aber das sind ja einfach die Items, die wir noch haben. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir hatten ganz viel in unserem Buch rumgelesen, hatten Sachen daraus gezogen. Mussten wir mit irgendwem reden? Boah, es ist keine Ahnung, so 1,5 Stunden her oder so, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich habe gefühlt alles vergessen. Kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Ich hatte voll den Plan, was ich machen wollte in der letzten Folge und ich habe es absolut vergessen. Wir hatten das Riechsalz und können jetzt nochmal versuchen, die Leiche zu untersuchen. That's the point. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Okay, um ehrlich zu sein, macht es das jetzt nicht viel besser? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, warum stinkt das denn bloß so? Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cock's gonna blow, Kuno! Na, probieren wir es. Ich meine, es regnet, dann ist es vielleicht nicht ganz so übel. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your ducts. You manage to keep it in once. The second time, not so much. When the vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Dieses Geräusch am Schluss, ne, ist halt auch... Das Ammoniak hat ja gar nicht geholfen. Nor does the wind right now. Du spürst, dass dir der Lieutenant rhythmisch auf den Rücken klopft. Schnell oder langsam, also papapapapapap oder so. Hey, alles gut. The weight is reassuring, like a krenel on solid fortification. Pat, pat, pat. Okay. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. Warum kann ich es nicht einhalten, wenn ich schon mein ganzes Leben Polizist bin? Das ist doch alles Kacke. Ich habe keine Lust mehr auf den ganzen Scheiß. Ich will kein Polizist mehr sein. Können wir denn nicht etwas anderes machen? Ich glaube, ich will jetzt gerade was anderes lösen. Oh, machen Sie das ohne mich. Ich kann das gerade einfach nicht. Oh mein Gott. Nein, wir suhlen uns mal so ein bisschen in Selbstmitleid. Okay, you've said it. You needed to say it. And now that you have, you need to get your shit together. In Ordnung. Du schüttelst den Kopf. Nö. Ich will meinen Scheiß nicht zusammenbekommen. Aber mein Scheiß ist schon beisammen. Okay. Ich fühle bei dem Charakter am ehesten das dritte, aber das ist so... Es ist so nörgliger Teenager-mäßig. Das ist mir so ein bisschen zu... Ich will aber nicht. So, Menno. Ich gehe mal mit dem vierten. Das trifft, glaube ich, eher... No, it's not, officer. Okay, dann gehen wir vielleicht doch mit dem dritten. Vielleicht ist es einfach das, was wir jetzt brauchen. Then the world will turn away from you and leave you behind. Okay. Oh, wow. Also er hat recht, aber wow.
Ich dachte, ich schaffe vielleicht die ersten 5 Minuten der Folge ohne, dass es super dark und depressing wird. Danke dafür. Okay. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. Entschuldigung, ich konnte ihm gerade nicht zuhören, weil ich von der Formulierung volumetrischer Kackkompressor einfach absolut begeistert war. Wir sollten mit den Einheimischen sprechen und uns eine andere Beschäftigung suchen, bis sich der Wind gedreht hat. Im Moment ist es ziemlich übel. Also, können wir nicht einfach, wenn der Wind jetzt blöd steht, von der anderen Seite an die Leiche ran? Ich frage für einen Freund. You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it. Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Okay. Volumetrischer Kackkompressor. Dein Scherz ist aus den Fugen. Und es ist sowohl eines Bullen als auch eines Menschen unwürdig. Dein Scheiß sollte genau das Gegenteil sein, nämlich beisammen. Schön ordentlich und auf einen kleinen Bereich verdichtet. Um ein anständiges Scheiß-Kompressionsniveau zu erreichen, solltest du deine Arschbacken für 30 Minuten zusammendrücken. Tu das Gleiche mit deinen beiden Gehirnhälften. Rede mit Leuten. Vielleicht hilft es. Weiß ich halt nicht. Ich könnte den jetzt verinnerlichen. Wir haben Platz, aber wir haben auch noch so viele andere Gedanken. Und wenn ich ehrlich bin, wir sind halt so ein bisschen auf dem Weg Richtung Trainwreck. Ich sehe halt nicht, dass wir zeitnah auf dem Weg sind to get our shit together. Also fühle ich halt leider nicht so. Aber ich muss das machen, um die... ich kann das machen, um die Leiche zu untersuchen. Ich weiß nicht, ob ich das muss. Ich will das gerade gar nicht machen. Fühle ich halt nicht. Okay, reden wir mit Leuten. Der Baum bewegt sich super komisch, wenn ich laufe. Der bewegt sich weiter von dem Haus weg, wenn ich in die Richtung laufe. Das macht gar keinen Sinn, oder? Der Baum hier... Der wächst ganz komisch. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall noch eine Menge Leute, mit denen wir reden können. Also mindestens 3. Und wir können vor allem mal im Scheinwerferlicht unseren Badge angucken. Also also ihr wisst, was ich meine. Ich will aber erstmal mit ihm reden. I am a gander and a hunter and a gatherer. Feel like a traveler. Er murmelt vor sich hin und experimentiert mit der Betonung. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. Ich höre erst mal weiter zu. From another planet. Hey there. Ich vertrete das Gesetz. You sure are, my man. Er lächelt eindringlich. Was ist hier los? It's the jam, my man. Mit einer ausladenden Geste zeigt er auf die vielen Lastwagen. Ein Stau? It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, and all around clusterfuck. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Upon days. In der Hölle, hm? Da bin ich also. Yeah, exactly. It's official. He too agrees. This is the antechamber of the afterlife. Seit wann sind Sie denn hier? Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Sehr extravagant ausgedrückt, aber ich komme immer noch nicht mit. Ich verstehe nicht ganz, was Sie gerade gesagt haben. Können Sie das nochmal sagen? Nur etwas weniger schwerfällig? Ich gehe mal mit dem ersten.
Yeah, imagine. It's been a whole week already. Behind the laugh, however, a touch of sorrow. So tell me, what do you need? Oh mein Gott, wir können ihn nach Kippen fragen und er raucht gerade. Wir probieren erstmal ein paar andere Sachen. Erzählen Sie mir mehr über diesen Streik. It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Und was für Forderungen stellt die Gewerkschaft? Some pretty wild stuff, I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. Ah, yes, from the Wild Pines. We'll meet her soon enough, I'm sure. Wir werden der Dame... Weiß Kim da schon mehr als ich gerade? Also vielleicht habe ich auch einfach Sachen vergessen in unserer langen Pause. Also nicht seit der letzten Folge, sondern seit Folge 5, glaube ich. Was glauben Sie, was die Firma will? They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte? Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Wer ist wir? Wer ist all of us? Us lorry drivers. Camionneurs. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Sie aber nicht. Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. Na, ich verstehe schon. Tiefe Gedanken sind ein schweres Los. What's better than chasing transient pleasures? The more transient, the better. When one's ended, you can get on to the next one. Haben Sie irgendetwas über den Toten, der hinter dem Hostel da hängt? He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Und womit haben Sie sich beschäftigt? All die Zeit? Ich meine, Sie sind seit einer Woche hier. Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Okay, und zu welchem Schluss sind Sie gekommen? A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. Ich mag ihn. Ist mir ein bisschen unangenehm zu fragen, aber haben Sie vielleicht Kippen dabei? Nope, don't smoke. Wie er halt einfach raucht und sagt, er raucht nicht. Some of the other drivers do, though. There's still a few around, waiting for the jam to disperse. Or waiting for the sweet release of death. Yup, nothing wrong with that statement. Your senses have nothing to add. You left the ask around elsewhere. You could also check the kiosk down the street. Frit. With 3 T's. Rebishaw's weird. Ich frage ihn nicht nach Geld. Was transportieren Sie eigentlich? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Time to arrest him. Okay, und was transportieren Sie wirklich? Okay, also die Frage ist, ich verstehe halt schon, dass er joked, keine Frage. Die Frage ist, versteht unser Charakter das? Ich würde sagen, ja. Die Frage ist, auf welche Art und Weise sagen wir jetzt, sie sind festgenommen? Sagen wir das auch eher scherzhaft? Oder meinen wir das halt dead serious? Ich gehe mit dem zweiten. Ha! No, I'm joking, my man. Found runs a nice, clean business.
This haul of cargo is mostly sporting goods. You know, tracksuits and that kind of thing. They usually get shipped to Grad and the Occident, though we've been making headway in the Il-Moran market lately. Also alles völlig legal? Ja, I actually don't care. Ist mir richtig egal, was er transportiert, also ob das legal ist oder nicht. Ist das dahinter Ihre Maschine? Kann ich einen der Trainingsanzüge aus Ihrem Lastwagen haben? Nee, steht uns nicht. Also es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir frische Klamotten hätten, aber fühle ich gar nicht. Ist das hinter Ihnen Ihr Wagen? This rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? Ob ich mich dafür interessiere? Eigentlich nicht. Ich habe nur gefragt, weil... Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Muss so ein Polizistenreflex gewesen sein. Oder wir sagen... Ja, diese Lastwagen sind schon echt nicht schlecht. Und ganz ehrlich, nein. Nein. Yeah, it must be. Your job's to know all these little things, isn't it? Well, my job is to deliver tracksuit trousers. There it is again. A little touch of sadness beneath his cool. He thinks he's spent too long in this lorry. Ich frage ihn jetzt einfach, ob ich so einen Trainingsanzug haben kann. Wenn ich ihn nicht anziehe, dann, keine Ahnung, kann ich ihn vielleicht verschenken oder rituell verbrennen, keine Ahnung. We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. Okay, verstehe ich. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Okay, was sehe ich in seinen Augen? Also es wird scheitern, aber probieren können wir es. Ease into it. Don't go too far. This seems like a personal matter. Okay. Mann, Sie sehen traurig aus. Was ist los? Hey, Tommy, spucken Sie es aus. Was bedrückt Sie? Erzählen Sie mir von Ihrer Seele, Mann! Okay. Unsere Empathie schon sagt so, nicht so viel auf einmal. Ganz ehrlich, von meinem ganzen Innenleben ist so die Empathie gerade eine der wenigen Sachen, auf die ich wirklich höre. Da gehen wir mit dem ersten. You really are the law, aren't you? I get that being bluntly observant and inquisitive comes with the territory, but it certainly doesn't help with your conversational skills, does it? Okay, fand er nicht so passend. Maybe the full-on direct approach wasn't correct. Damn, it's tricky business looking into someone's eyes and not doing it wrong. Entschuldigung, also ich hatte halt 3 Optionen, die ihn alle direkt darauf angesprochen haben oder alle darauf angesprochen hätten. Und es ist halt so, vielleicht hättest du ihn nicht direkt darauf ansprechen. Entschuldigung, was hätte ich denn sonst machen sollen? Aber ja, tut mir leid, wir sehen uns. Don't be a stranger. Macht zum Abschied eine Geste mit 2 Fingern. 2 Finger von einer Hand? Oder zeigt er uns seine beiden Mittelfinger? Aber seriously, er raucht. Also, wie kann er uns sagen, dass er nicht raucht? Er steht da und raucht und sagt, er hat keine Kippen. Bro. Unglaublich. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Kim, wie genau schalte ich die Scheinwerfer an? All right. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. He's downplaying his excitement. The lieutenant is more than happy to show off his precious carriage. Dann drücken wir wohl mal auf Motor starten. The dashboard lights up with orange glow. The rounds per minute gauge jumps, and the engine of the Caprice Kinema comes to life with a whiny growl. An ungodly headache.
Entschuldigung, ich habe direkt Kopfschmerz-PTSD von heute Morgen. Ich drücke auf den Knopf mit der Aufschrift Scheinwerfer. The lights unfold with a little click, casting electrical light onto the ground before the vehicle. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. Die Dinge haben eine Fernbedienung? Okay, spannend. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. There she is. Revachol West. In der Stimme des Lieutenants schwingt Stolz mit. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro-perforations. Du betrachtest das schimmernde Straßennetz. The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM, and yet the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Kanema's headlights. Du wartest und siehst dich um. Wo genau sind wir hier? Du zeigst auf die Halogenkarte. Let me see. Er nimmt sich kurz das Fallbuch und inspiziert es. Right here. Sein Finger zeigt auf den oberen Bereich der Karte auf ein Küstengebiet, das in den Ozean herausragt. Sieht nett aus. Sieht wie ein Drecksloch aus. Ich bin mir sicher, dass ich schon schlimmere Orte gesehen habe. Nein, es sieht wie ein Drecksloch aus. It has its problems. Du betrachtest die Perforationen. There are many of them, and they are divided into 3 separate rows. Du zählst die einzelnen Reihen. The first row has 18 dots. Und die nächste? The next is the longest. It runs all the way around the border, and then some. Du zählst sie nacheinander. There are so many, it's hard to count. More than 150, at least. Maybe even 200. Und was ist mit der letzten Reihe? The last row has 3 perforations. 3? Mehr nicht? That's it. Herr Kim, was haben all die Löcher hier zu bedeuten? Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Let's take a look. Schauen wir mal. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. What did you do before you volunteered? Moment, was? Ich mache das seit 18 Jahren? Und was ich vorher gemacht habe? Ich habe mich zugelötet wie ein Megastar, schätze ich. Ich bin durchs Land gezogen, habe Huren und Lügner das bevorstehende Ende prophezeit. Momentan verbleiben noch 9855 Tage. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen langweiligen Bürojob gemacht. Genau wie alle anderen Leute. Ich glaube, ich bin eigentlich nur rumgelaufen und habe mich ständig entschuldigt. Glauben Sie ernsthaft, dass ich das weiß? Okay, wir sind erstmal entsetzt, dass wir den Scheiß hier seit 18 Jahren machen. That's what it says. I might have guessed even longer based on your age. What did you do all those blissful years of your youth? Glauben Sie ernsthaft, dass ich das noch weiß? Fair point. Let's move on, shall we? This next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Closed is good. It means finished. You've got, let's see... Wow, more than 200. Ist das viel? It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Okay. Wollen Sie sagen, dass ich mal ein Superbulle war? Früher war ich mal gut. Das ist immerhin ein kleiner Trost. Und wofür steht die letzte Zahl? Ich glaube nicht, dass ich je wieder so gut werden kann. Wofür steht die letzte Zahl? Nee, das letzte ist es nicht so. Das ist so ein schwieriges Ding.
Ich fühle bei uns gerade eher so, dass es uns eher scheißegal ist. Oder? Aber wenn es das nicht ist, dann hypt es uns eher so ein bisschen. Also dann sind wir eher so, oh mein Gott, wir waren mal Superbulle. Oh. Call it what you want. You are a valuable member of your precinct. Now, let's look at the last row. Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. Okay. Confirmed kills. That sounds pretty evil. A drink would soften that feeling. Ich bin also ein Killer. Ehrlich gesagt hatte ich mit mehr gerechnet. Das sind nicht allzu viele. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Gefallene mit einem Drink zu begießen? Definitely not. Okay, dann nicht. Gut, ich bin also ein Killer. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock Quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. Es ist offensichtlich, dass der Lieutenant nicht viel von diesem Polizisten hält. But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Eigentlich geht es mich nichts an, aber haben Sie schon mal jemanden getötet, Kim? Yes. It's not a problem for him to state it, however. Wie kommen Sie mit dieser Belastung klar? Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Er sieht dich vielsagend an. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Zum Beispiel? Oh, this and that. Let's not get into it now. Okay, vielleicht sollte ich mir dann ein Hobby suchen. Why not gardening? You've already got the gloves. Ich frage mich, was er gesagt hätte, wenn ich nicht seit gefühlten 8 Stunden diese Handschuhe tragen würde. It's meant in earnest. Please don't mistake it for a jab. Okay, danke, Kim. The lieutenant nods. Okay, machen wir weiter. Right. I'll go turn off the lights. You can now see your statistics on your journal page, to the right of the task description. Okay. Wir haben nicht die Karte bekommen, aber wir haben total die Hologramm-Stadtkarte, dachte ich. Sad. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of paper. Oh, and an incredibly cool piece of kitchen tissue is stuck to the back. Moment, wo sehe ich jetzt die It Statistik? takes about half an hour to piece. Not much has changed. Ich habe ja voll nicht zugehört. Ich dachte, das wäre hier irgendwo. Ja, gut, vielleicht auch nicht. Bedauerlich. Wir haben... Oh no, die Leute sind weg. Hier waren Leute auf... Ah nein, die sind hier vorne. Ich wollte gerade sagen, hier waren noch 2 Leute. Hätte natürlich sein können, dass die jetzt nicht den ganzen Tag hier sitzen, aber genau die beiden hatte ich irgendwie... Warte mal, ich muss kurz, bevor wir mit denen sprechen, was checken. Und zwar in Whirling Wracks. Ja, okay, er trägt andere Klamotten. Ich dachte, er hätte ähnliche Klamotten getragen, aber scheinbar nicht. Na dann. Ihr spielt also Bull, ja? Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, all right? I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that.
We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Erst schießen, dann keine Fragen stellen. Es ist halt hardcore unhöflich, da jetzt einfach reinzugehen. Und wir sind halt eher gerade immer noch total durch und verpeilt und hassen alles. Am ehesten uns. Und haben auf jeden Fall nicht die Cockiness, jetzt einfach zu sagen, ja, es ist voll die gute Idee, da reinzugehen, weil wir der Geilste sind und spielen ja jetzt einfach mit. Also, sollte ich nicht erst mal fragen, was das für ein Spiel ist? No, you got this. There's the ball. You're the game. Hand, Auge. Wir haben das nur auf 2 und +2 ohne zu zögern gehandelt. Also wir haben... Dürfte ich Sie einen Moment unterbrechen, Kameraden? Wir können uns auch nicht an dem Spiel beteiligen. Wir haben aber eine gute Chance, den Roll zu schaffen. Damit. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, sehe ich halt gerade nicht. Wir beteiligen uns nicht an dem Spiel. Sure, officer. I am René Arnoux. And my specially abled partner here is Gaston Martin. How can we help you? Der Mann in Uniform steht aufrecht und stolz vor dir. Sie spielen in einem Krater. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Wurde er von einem Seeungeheuer erschaffen, das sich in den Tiefen erhob? Ich glaube, das wäre ihm gegenüber schon eher eine Beleidigung. Ich weiß nicht, ob unser Charakter das auch weiß. Ich kann ihn irgendwie noch nicht so 100% greifen. Beziehungsweise bin mir immer noch nicht so 100% sicher. Also, das dritte hat es etwas mit all den Einschusslöchern zu tun, die ich hier überall gesehen habe. Das ist, glaube ich, am ehesten das, was passiert ist. Ich glaube, wir fragen ihn einfach, weil wir halt einfach immer noch reichlich verstrahlt sind und einfach mal fragen. Wissen Sie, was ihn verursacht hat? I do. Fire from heavy artillery. Okay, der Krater ist also eine Folge von Artilleriebeschuss, aber warum? Why what? Warum hat man hier mit schwerer Artillerie gefeuert? Because that's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Moment, wer sind die Kommunaden nochmal? Commies, communists, socialists, anarchists, call them what you like. They just chose the name to feel special. Senseless sentimentality. Haben Sie den Feind unter Artilleriebeschuss genommen? Ja, nee, offenbar ist sind die Geschosse ja hier eingeschlagen. Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Und drückt dabei seine Buhlkugel mit der Faust zusammen. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda. What? And mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Selbstmord, Sexkult, Propaganda ist auch eine Wortschöpfung, die ich nicht erwartet hätte, irgendwann mal zu lesen, aber okay. Warum wurden Sie hier in Martinez beschossen? Because this place is a damn beachhead.
Had to soften the commies up first. Der Brückenkopf? Yes. The military coordinated amphibious landing to take back Revachol. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. Todeshieb. Hört sich ja grauenvoll an. Du nickst nachdenklich und lässt deinen Blick nach Nordosten schweifen. Du schüttelst den Kopf und blickst auf den Krater hinunter. Wir lassen unseren Blick nach Nordosten schweifen. This here is Blood Ground, where coalition boats first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. Blood ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. Ist das der Grund, warum hier alles so zerbombt ist? Wir könnten jetzt nochmal nach der Koalition fragen oder einfach sagen, ah ja, das erklärt die Kriegsschäden. Ich glaube, wir sind aber auch gerade einfach so, also wir sagen jetzt mal so, oh, das ist also der Grund. Und dann sind wir, glaube ich, auch von der Thematik so ein bisschen tired. Also ein bisschen, ja, okay, gut, war jetzt ganz nett, aber... Damn right, son. They laid the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course they still hold influence. You don't even begin to truly understand the players at the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Thinking men have opinions on these things. Present one. Okay, was ist meine Meinung zu dem Ganzen? Es ist schon richtig so. Sanfte Sozialisten, die der harten Arbeiterklasse den Weg ebnen, damit sie die Kontrolle übernehmen kann. Fremde Mächte haben unseren Schlamassel bereinigt und jetzt herrschen sie über uns. Du schüttelst voller Scham den Kopf. Die Koalition scheint doch ziemlich was auf dem Kasten zu haben. Die Kommis verstehen einfach nicht, wie Geld funktioniert. Was? Nichts, ich denke nicht. Ich bin ein Macher. Das, boah. Ich hätte gerne eine Option, wo wir nicht unsere Meinung sagen müssen, aber gleichzeitig auch nicht wie ein arrogantes Arschloch rüberkommen. Und das Letzte ist halt so, ich denke nicht. Ich bin ein Macher. Ja, ich bin viel besser als ihr Denker. Das hat irgendwie so einen Beigeschmack. Weiß ich nicht. Also vielleicht ist es auch gar nicht so gemeint, aber weiß man halt rein vom Text nicht. Hm. 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 Also ich glaube, wenn wir dem linken Dude in der Uniform nach dem Mund reden wollen, dann nehmen wir das zweite, weil der ist von fremden Mächten gar nicht begeistert. Aber da sehe ich gerade weder mich noch unseren Charakter. Von daher probieren wir mal mit dieser Koalition. Scheint doch ziemlich was auf dem Kasten zu haben. They're not. And I'm sorry it had to be them. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains, I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned through Revachol, or even if that damn clan Frisel had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. This royal failure weighs heavily on him. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere.
Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. Ich finde ihn hardcore unsympathisch. Er ist halt so ultra konservativ. Also so, oh, früher war alles besser und alles Neue ist schlecht. So kommt er zumindest für mich gerade rüber. Wer war dieser, wie spricht man es aus? Frisell? Ja, das spricht man, ich habe nicht zugehört, wer es ausgesprochen hat. Wer war der Typ? Da wusste ich auch mal, wie man das ausspricht. Haben Sie gerade Guillaume erwähnt? Was genau ist ein Suzerän? Ach, will ich jetzt mehr zu den beiden Dudes wissen? Ich will mehr über Guillaume wissen. A true king in both blood and mind. Led Revachol before Frisell. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. Okay, und wer war er? Damn Frisell. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. Okay, und was genau ist ein Suzerän? The suzerain is the king. Has everyone forgotten already? They forgotten already. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the Fifth and rode the cavalry straight into gunfire. Wissen Sie irgendwas über den Mann, der im Hinterhof des Whirling and Wrack erhängt wurde? Nun. Wie kommt es, dass dieser alte Soldat so stolz dasteht? Das verkacken wir halt auf jeden Fall. Na, ich frage ihn erstmal, ob er was über den Mann im Hinterhof weiß. Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Und was ist mit den anderen Bewohnern? In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Aber Sie haben kein Problem mit den Bullen? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Also noch einmal. Sie wissen überhaupt nichts? If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. This is a man with a lot of past, but little present, and almost no future. Ja. Exakt das. Also ich meine, er ist alt und verbittert, das gestehe ich ihm zu, aber nee. Danke für Ihre Zeit. Okay. I have really outdone myself. This is divine. Yes, that's what you need, Gaston. More padding on that fat arse of yours. I hope your heart gives out. Oh wow, was für ein Arsch, Alter. René, it's a little pleasures. Life doesn't need to be a struggle. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? Sagen Sie, was wissen Sie über den Toten? Let me think. I heard someone was hanged and left on a tree for a week. But that's all I know, really. Sie müssen doch irgendetwas gehört haben. No, officers, I'm sorry. And I really would like to assist. You are both good guys. I can see that. Then help them, you wimp. You have plenty of shoulder with the ghost caviar in the Union. Someone must know something. I wish I could, but I just don't know anything. I always keep my nose clean and don't gossip. Everyone knows and respects that. Respects?
Der alte Karabinier kann nicht fassen, was er da hört. Hört sich ein bisschen so an, als würden sie etwas verschweigen. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube ihm total. I'm not even anyone. Of course he's holding back. His mouth is so full of Union prick he can't even speak properly. Can I at least finish my fucking sentence before you piss on it? Is that okay, René? I'm not anyone important in the Union. I just know Evrard. Er ist halt echt ein richtiger Huso, ne? Unfassbar. Und wer ist dieser Evrard, den Sie kennen? Evrard Clare. Everyone in Martinez knows the Clare brothers. I taught these boys human studies and history in the gymnasium. What do you know about history? You never witnessed history. Only heard about it years later, when it had already moved on. You don't know history. The old soldier mumbles something under his breath and turns to face the sea. There he stands, proud, rigid and alone, like a cracking marble statue. Let's try not to get caught in a crossfire. Lest we leave riddled with bullet holes. This animosity is ancient. Okay, danke, das wäre dann vorerst alles. No, thank you. For being consummate professionals. You'll have this case wrapped up in no time. Sieht lecker aus. Du deutest auf das Sandwich. Dürfte ich ja mal beißen? I'm sorry, officer, but I really don't share food. Nothing personal, it's just a principle. The only one you have. Okay. Könnten Sie sagen, bitte mal, nur einen Bissen. Seien Sie doch kein solcher Gierschlund, Gaston. Es gibt genug für alle. Nein, ich finde ihn halt total okay. Ich lasse ihm sein Sandwich. Ich habe sowieso keinen großen Hunger. Ich habe zweimal gekotzt, aber Appetit habe ich nicht wirklich. Oh, that's good. That's very good. You must have other business then? Wir könnten versuchen, ihn zu überzeugen, auf sein Sandwich zu verzichten, aber ich will das gar nicht. Also wir haben eh keine Chance darauf, aber ich will es auch gar nicht. Wir fragen nach den Regeln des Spiels. Oh, the goal is to throw your bull. As close to the cochonnet as you can. That's the cochonnet. Interessant, reden Sie weiter. Well, first, you draw a circle about a half a meter in diameter. We made ours out of rope. Then, the order of play is determined by a coin toss. You win it. You get to throw the cochonnet. Then, the players aim to throw their bulls as close to the cochonnet as possible. They must stay in the circle and keep both feet planted. Okay. Ich glaube, ich habe es kapiert, aber können Sie mir sonst noch irgendetwas darüber erzählen? I could, but I'd rather not. I don't want to take up your time with trivial details, officer. Okay. Danke, ich glaube, ich habe es auch kapiert. You'll put that knowledge to good use in 50 years. I'm sure of that, officer. I don't like where this is going, officer. Don't you think we should do something else now? Nein, ich will mit ihm reden. Ich verspreche Ihnen, dass es diesmal nicht um... Ich habe nicht zugehört, wie man es ausspricht. Es wird diesmal nicht um Buhl gehen. Hurry up then. Aber wir haben aber auch eh nichts anderes zu machen. Zur Gewerkschaft will ich ihn nicht fragen. Okay, bis bald. Cool, das Gespräch war halt absolut unnütz. Also da ist halt gar nichts bei rumgekommen. Außer, dass wir die Charaktere ein bisschen kennengelernt haben. Dieser Fleck da oben stört mich halt immer noch ein bisschen, ne? Wir könnten nochmal mit der Frau auf dem Dach sprechen. Das haben wir nämlich bislang nicht.
Wo war die denn? Ah, hier. The streets will flow red once more. A great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. Das Mädchen starrt auf das am Steg liegende Segelboot. The streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Wir wollen nur wissen, wie du heißt, junge Dame. Du brauchst nicht gleich in die Defensive zu gehen. Sprich nicht in diesem Turm mit mir. Ich vertrete das Gesetz. Okay, beginnen wir mit deiner Blutgruppe und arbeiten uns von dort aus weiter vor. Ja, ich will wissen, wann du zuletzt auf Hepatitis getestet wurdest. Beantworte einfach ein paar Fragen, okay? Ganz ehrlich, wir hatten bislang keinen richtig guten Tag. Und wenn sie pöbelt, müssen wir jetzt auch nicht unbedingt das Cleverste machen. Ja, ich will wissen, wann du zuletzt auf Hepatitis getestet wurdest. Had a battery of tests just last week. I'm practically a patchwork of interesting critters. Kinda like a man-o'-war. Trotz ihrer Attitüde legt sie den Pinsel zur Seite. Du schaust immer wieder zur Seite. Wo schaust du hin? Was machst du da an der Mauer? Weißt du etwas über den Mord, der vor kurzem passiert ist? Ja, ich habe, glaube ich, nicht so viel Bock mit dir zu reden gerade. I ain't no snitch, pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Okay, heißt das jetzt, dass sie was weiß oder dass sie nichts weiß? Also nur weil sie sagt, sie verpfeift niemanden, heißt es ja nicht, dass sie nicht, also heißt es ja nicht automatisch, dass sie was weiß. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Okay, was machst du da oben auf der Mauer? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. So. Du weißt also nicht, was du schreiben sollst, ja? Okay, warum willst du unbedingt das Gebäude verunstalten? Ich habe eine Meinung dazu. Willst du sie hören? Ich habe schon irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein bisschen das innere Bedürfnis, sie ein bisschen anzupöbeln. Ich weiß nicht, ob ich das erste oder das dritte nehmen soll. Ich probiere es erstmal mit dem ersten. Du weißt also nicht, was du schreiben sollst. Have you ever tried your hand at graffitio? When faced with a blank wall, most people write unimaginative stuff, like pigs go home and Mona was here. We rarely see pigs round here, though. Just union cards. And my name's not Mona, so... She wants it to be something true and total. Ich habe eine Meinung dazu. Willst du sie hören? Yeah? Ich liebe Kunst im öffentlichen Raum. Stör dich nicht an uns. Mach einfach weiter. Ich muss dich leider aufhalten. Das ist Rowdytum. Okay, ich habe gelogen. Eigentlich habe ich gar keine Meinung dazu. Nee, ich liebe Kunst im öffentlichen Raum. Stör dich nicht an uns. Mach einfach weiter. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. You've lessened her desire to deface the building. Okay. Du schaust immer wieder zur Seite. Wo schaust du hin? The lieutenant furrows his brow at another one of your eccentricisms. Hatred, disgust, it's difficult to tell which of the two is more present in her girlish features. The woman on the boat
does not notice her staring. That is on her. Someone's got to keep an eye on her. Wer ist sie? Probably the Wild Pines rep. We should talk to her. She's a professional negotiator, though. I have the feeling she will be very cooperative while telling us nothing. You should take the lead. Ask her unexpected questions, you know? Do your thing. Don't be afraid to get a bit wacky. Throwing her off is our best bet. Okay. Good idea, piggies. Run along now. Fuck her shit up good. Impound that boat while you're at it. I'd like to watch her swim back to us on. Bis später, Herzchen. Watch your back, Ungulate. You've got eyes on you. Was ist sympathisch? Da oben ist Pfand, oder? Aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Oh, hier ist eine Tür. A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. It's locked. Ich bin mir unsicher, wir haben da bestimmt schon mal geklopft, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. The door rattles against your knuckles, but there's no response. Klopfen nochmal. The door rattles again, but this time you hear an elderly woman's voice calling out from inside. Stop banging on the door. I'm not letting any more strangers inside. Augenblick, mit wem spreche ich da? Oder, hier ist die Polizei, öffnen Sie die Tür. Also so, ich weiß nicht, ob es ein Knüppel ist oder ein Gewehrlauf, aber wahrscheinlich eher ein Knüppel. Wahrscheinlich ist es auch eher, also wenn es eine Putzfrau ist, ist es wahrscheinlich eher ein Mopp oder ein Besen oder so. Also beziehungsweise der Stiel davon. Wir gehen mit dem ersten. Wir identifizieren uns nicht so super mit unserer Polizeirolle. Zumindest nicht durchgängig. Doesn't matter who I am. Now go on, get out of here. Okay, dann nehmen wir wohl doch. Hier ist die Polizei. Ha! The police? Everyone knows the police don't come round here. Aber mir ist es ernst. No, I already told you. I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Sie verstimmt und vollendet ihren Satz nicht. Backyard door. There must be another entrance to the east. Okay, dann, sie wird uns eh nicht reinlassen. Da muss Kimi auch nicht sagen, dass wir echte Polizisten sind. Okay, gucken wir mal, ob wir jetzt... was zum Thema Backyard Door gefunden haben. Das hatten wir schon angeguckt, oder? This is a wall on the side of an apartment building. Wir haben jetzt immerhin +2. You have no clue. It's just a wall. Surprise. So many walls all over Martinez. Weather-worn, cracked, their paint peeling. Was geht mit der Palette? Geht was mit der Palette? Oh. Geld und ein Moralitem. Nehme ich. Du sprichst nicht mehr mit mir, ne? Trying to sneak up on me again? Naja, okay. Können wir mit ihr reden? Weiß ich halt nicht. Oh, es ist ein Typ in Wirklichkeit, ne? Weiß ich. Wer kennt das so schlecht? Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Also es ist wahrscheinlich ein Dude, aber es könnte auch eine Frau mit kurzen Haaren sein. Das machen wir aber... It's been a week and now they show up? Ja, okay, ist ein Typ. Ich schätze mal, mit dem sprechen wir nächste Folge. Von daher, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss. Can't get involved in this.